Hallo, liebe Analytics Community. Ja, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid zu unserem nächsten Baustein im Rahmen unserer Best Practice-Reihe für den effizienten und leistungsfähigen Aufbau von Excel Analytics und Excel Tools im Rahmen eurer Business Cases. Und dafür hatten wir ja im letzten Video schon intensiv uns das Modul Power Pivot angeschaut, um zu verstehen, dass wir verschiedene Datentabellen auch in Excel miteinander wie in einer Datenbank verknüpfen können und auswerten können. Das haben wir in Relation gestellt zu der klassischen Modellierung mit Funktionen, Lookup-Funktionen in Excel. Wie ich schon angekündigt hatte, wollen wir uns heute mit einem weiteren Modul befassen, nämlich Power Query. In dem letzten Video hatten wir ja die Daten noch auf den 4 Excel-Blättern gelagert. Das waren kleine Beispieldaten. Da ging es auch mehr um die Darstellung der Zusammenhänge, der Beziehungen zwischen den einzelnen Tabellen. Heute geht es tatsächlich darum, Daten extern zu lagern und zu importieren. Das, wofür man in der Regel auch umfangreiche Einleseroutinen mit VBA oder eben Code schreiben kann. Hier werden wir kennenlernen, dass wir das eben automatisiert auch mit Power Query tun können. Ja, dann starten wir. Lasst uns kurz über die Inhalte der heutigen Session gehen. Was ist Power Query überhaupt? Power Query ist ein Tool zur automatisierten Datenabfrage und Aufbereitung. Dabei können wir Daten aus den verschiedensten Quellen importieren, sei es jetzt CSV-Dateien, Textdateien, Excel, aber auch Datenbanken oder APIs oder das Web. Und nochmal ganz wichtig, das Transformieren unserer Daten findet vollständig ohne Code statt. Und wenn es einmal implementiert ist, können wir es regelmäßig dann auch wiederholen. Diese Schritte nennt man auch kurz ETL, Extract, Transform, Load, also die Datenquelle auswählen, im zweiten Schritt transformieren und bereinigen und dann Load, das Ergebnis entsprechend speichern. Und hier werden wir kennenlernen, dass wir zwei Möglichkeiten haben, nämlich einmal die Speicherung im Arbeitsblatt oder im sogenannten Datenmodell. Das ist dann tatsächlich wieder Power Pivot, wo wir schon beim letzten Video eingestiegen sind. Hier ist es ganz wichtig zu verstehen, dass der Einleseprozess als solches mit Power Query immer identisch ist. Es ist letztlich der Unterschied besteht allerdings darin, ob ich die Daten jetzt in das Workbook in Excel selber lade oder aber nur eine Verbindung zur externen Datei herstelle und die Daten ins Datenmodell von Power Pivot lade und keine Speicherung auf dem Workbook selbst vornehme. Auch das hatten wir im letzten Video schon angesprochen. Die Speicherung im Datenmodell von Power Pivot erfolgt mit der sogenannten Vertipack Engine, also eine vertikale Spaltendatenbank, die die Daten deutlich effizienter speichern kann, als das auf dem Workbook selbst der Fall ist. Dadurch können wir viel, viel mehr Daten analysieren, als es auf dem Excel Workbook möglich wäre. Für große Datenmengen und große Pivotierung würden wir also das Verfahren Connection Only und Load to Data Model wählen. Wollten wir kleinere Analysen, beispielsweise bis zu einer Größe von 100.000 Datensätzen durchführen, können wir das auch auf einem Excel Workbook machen. Der Vorteil der Handhabung in Excel ist eben immer der, dass wir mit Excel-Funktionen auf den Daten arbeiten können. Zum Schluss möchte ich noch auf die theoretische Möglichkeit hinweisen, dass wir natürlich die Daten auch im Workbook
und gleichzeitig im Datenmodell speichern können, dann hätten wir allerdings eine Doppelspeicherung, die sehr stark auf die Performance gehen würde und ja, im Prinzip wenig sinnvoll ist. Man sollte sich tatsächlich zwischen diesen zwei vorgegebenen Strategien hier entscheiden. Dann gehen wir jetzt hier über in den praktischen Teil und wollen die Sachen anwenden. Ich habe für euch einmal eine leere blanke Excel-Datei geöffnet. Im Hintergrund habe ich zwei weitere Dateien vorbereitet, zwei Textdateien, einmal mit Sales-Daten und einmal mit Produktdaten. Die Sales-Daten enthalten etwa 100.000 Datensätze zu Verkaufstransaktionen und die Produktdaten entsprechend weitere Informationen über die verkauften Produkte. Über die Produkt-ID sind beide Tabellen miteinander verbunden. Beim Import der Daten ist es zunächst erstmal völlig irrelevant, in welchem Format die Rohdaten vorliegen. Wichtig ist auch hier wieder, dass sie interpretierbar sind, sprich die erste Zeile die Spaltenüberschriften enthält und danach folgen die Datensätze oder Records. Viel interessanter ist es ja, sich mit dem Kunden oder dem Business darüber klar zu machen, wie häufig denn die Rohdaten angepasst bzw. aktualisiert werden müssen. Das ist wichtig, damit wir hier den richtigen Importprozess starten. Wenn es beispielsweise so ist, dass ja, die Importdatei quasi immer ersetzt wird und an die Datei entsprechend die Daten eines neuen Monats angehängt werden, dann könnten wir über den Import einer einzigen Datei gehen. Wäre es beispielsweise so, dass wir die Monatsdaten jeweils in einem separaten File bekommen, dann wäre auch das möglich. Dann könnten wir über Power Query mit dem sogenannten Folder Import alle Daten eines Folders, eines Verzeichnisses nacheinander importieren und die Bestandsdaten würden quasi immer durch die neuen Daten aktualisiert bzw. ersetzt werden. Ja, in Excel würden wir in der Hauptnavigation über den Reiter Data gehen. Data haben wir jetzt die Möglichkeit, ganz links die Sektion Get and Transform Data zu wählen. Dort haben wir den großen Button Get Data oder auch den Schnellzugriff auf verschiedene häufig genutzte Importformen, nämlich zum Beispiel From Text CSV, was wir auch hier brauchen. Wir gehen jetzt aber mal über Get Data und über From File könnten wir jetzt auch hier entsprechend die Text- oder CSV-Datei auswählen. Schauen wir weiter unten. Dort würden wir den Bereich From Folder sehen. Wie angesprochen, hier hätten wir die Möglichkeit, alle Dateien, die in einem bestimmten Folder liegen, nacheinander importieren zu lassen. Ja, ich habe zunächst einmal einen Doppelklick auf die Textdatei gemacht, um mir einen ersten Eindruck der Rohdaten zu verschaffen. Soweit ich das sehen kann, gibt es eine Kopfzeile, die entsprechend die Spaltenüberschriften enthält und darunter sind zeilenweise entsprechend Daten abgelegt. Insofern ist der Schnellcheck hier soweit in Ordnung. Wir sehen, dass die Daten tabulator separiert sind und das ist auch etwas ohne weiteres durch den Power Query Editor gelesen werden kann. Gehen wir also nun über den Button Get Data from File und wählen entsprechend die Sales Data Textdatei zum Import aus, wählen Import. Daraufhin öffnet sich ein Dialog, den ich hier vergrößere. Wir sehen hier eine Vorschau auf das zu erwartende Importergebnis. Der Schnellcheck zeigt, dass hier die numerischen Werte einerseits als Datum oder als Ganzzahl interpretiert worden sind, die Kosten und Umsätze entsprechend als Dezimalzahl und der Country Code entsprechend als Text. Wir sehen bei Delimiter, dass der Tab erkannt worden ist, also anhand des Tabulators die
Unterteilung in Spalten vorgenommen wurde. Je nachdem, wo die Rohdatendatei erstellt worden ist, kann es sein, dass Punkt und Komma gegebenenfalls vertauscht sind oder Sonderzeichen mit in den einzelnen Wertspalten erscheinen. Dann sollten wir als File Origin entsprechend die richtige Herkunft des Rohdatenfiles eintragen. In Europa würden wir klassischerweise entweder die 1250 Central European Windows auswählen oder wenn wir ganz ans Ende der Liste scrollen, haben wir die 1252 Western European Windows. Ja, ich würde jetzt in der File Origin das Format 1250 Central European Windows auswählen. Daraufhin wird meine Voransicht überarbeitet und jetzt kann ich von der Voransicht in den Power Query Editor wechseln. Das tue ich, indem ich die Schaltfläche Transform Data drücke. Ja, ähnlich wie auch schon bei Excel und bei Power Pivot zuvor öffnet sich der Power Query Editor, der wiederum eine Vielzahl von Schaltflächengruppen und Schaltflächen enthält. Diese sind eingeteilt einmal in den Home-Bereich, den Transform-Bereich, den Add-Column und den View-Bereich. Das wirkt zunächst etwas abschreckend, aber wir werden uns hier beschränken auf die wesentlichen Funktionen während des Imports und des Überarbeitens von Daten und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal intensiver auf den Power Query Editor eingehen. Zunächst einmal müssen wir das Verständnis erzeugen für die grundlegende Arbeitsweise dieses Power Query Editors. Und wir sehen hier im rechten Bereich ein eigenes Fenster innerhalb der Query Settings mit Namen Applied Steps. Hier sind die einzelnen Korrekturschritte eingetragen, die immer dann ablaufen, sobald ich die Refresh-Taste drücke, also wenn der Datenimport wiederholt wird bzw. erneuert wird. Das heißt auch, würden wir unsere Importdaten quasi nach einem Monat ersetzen durch eine Datei mit Daten, die um die 9 Monatsdaten angereichert ist. Diese Datei würde aber dieselbe Struktur wie die Ursprungsdatei beinhalten, dann würde der Import mit den neuen Daten auf Knopfdruck funktionieren. Und alle Bereinigungen, die wir hier vornehmen würden, würden nacheinander auf die neue Datei angewendet werden. Für uns ist jetzt wichtig zu kontrollieren, ob der Import auch nach Wunsch funktioniert hat. Das heißt, ob den Spalten auch die richtigen Informationen zugeordnet sind und die Informationen im richtigen Format, das heißt mit dem richtigen Datentyp versehen sind. Den Datentyp erkennen wir an den kleinen Icons, die jeweils dem Namen der Spaltenüberschrift vorangestellt sind. Klicken wir einfach auf eines dieser Icons, dann sehen wir, dass wir den Datentyp anpassen bzw. ändern können. Hier ist es wichtig, kurz zu verstehen, welche verschiedenen Datentypen es gibt. Zum einen haben wir also die Dezimalzahl 1.2 klassifiziert als Decimal. Das Dollarzeichen steht für Currency. Das heißt, wenn in einem Format, einem Zahlenformat beispielsweise schon ein Eurozeichen oder Dollarzeichen mit integriert wird, dann würden auch diese Rohdaten bereits als Währung mit Nachkommastellen identifiziert werden. 1, 2, 3 wäre die Ganzzahl, Percentage durch das Prozentzeichen gekennzeichnet und dann folgen eine Vielzahl von Datums- und Zeitformaten. Das heißt, unsere Sales Order ID ist eine Ganzzahl, das heißt, hier wäre die Spalte bereits richtig interpretiert. Für die 3 Datumswerte von Order Date, Due Date und Ship Date, dem Auslieferungsdatum, haben wir ein entsprechendes Datumszeitformat, was richtig ist. Der Country Code wird als Text interpretiert, Produkt-ID als Ganzzahl, ebenso die Häufigkeit, die Orderhäufigkeit. Das heißt, die Mengenbezeichnung als Ganzzahl stimmt ebenso. Und dann haben wir verschiedenen Dezimalformate für die Preise und Kosten. Nachdem wir den Datentransformationsprozess
für richtig und gut erachtet haben, geht es jetzt darum, entsprechend die Daten zu speichern. Das können wir tun über den Button Close and Load und würden hier Close and Load to, die zweite Option, auswählen. Ja, der Datentransformationsprozess, den Power Query vorgenommen hatte, also die Schritte zur Bereinigung der Rohdaten, sind jetzt abgeschlossen und mit dem Dialogfenster, was sich jetzt vor uns auftut, haben wir die Möglichkeit im System zu sagen, wohin die Daten geladen werden sollen. Erinnern wir uns noch kurz an die Folie von zu Beginn, wo wir gesagt haben, es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir die Daten speichern können. Zum einen direkt in Excel auf einem Worksheet oder aber wir stellen nur eine Verbindung der externen Daten her und laden die Daten direkt ins Power Pivot Data Model. Genau das kann ich hier einstellen. Zunächst mal oben die Option Table. Das ist genau das, was wir sagten. Die Daten werden als Tabelle direkt ins Worksheet geladen. Gleiches gilt für den Pivot Table Report und den Pivot Chart. Auch hier würden die Daten in Excel geladen, im Hintergrund gehalten werden und der Report würde auf einem Tab sichtbar werden, aber dennoch würden die Daten in Excel gespeichert werden. Die vierte Option von oben wäre Only Create Connection. Das wäre die Wahl, wollten wir nur eine Verbindung herstellen und später die Daten ins Datenmodell laden. Aber zunächst einmal wollen wir die Daten tatsächlich hier in Excel einladen. Das heißt, wir lassen die Tabelle angeklickt, würden dann im System noch sagen, soll die Daten auf das existierende Worksheet oder auf ein neues Worksheet und würden dann mit OK bestätigen. So, dann sehen wir am rechten Statusfenster, dass die Daten nacheinander auf das Excel Workbook geladen werden. Wir sehen auch, dass die Daten direkt als Tabelle formatiert werden und in der Namebox sehen wir mit Table Sales Data Electronics genau den Filenamen der Rohdatendatei, der hier auch als Tabellenname automatisch vergeben wurde. Power Query hat lediglich eine Verbindung zu den Rohdaten hergestellt, die Extraktionsschritte und Aufbereitungsschritte durchgeführt und dann die Daten hier in Excel zur Verfügung gestellt. Jedes Mal, wenn Sie die Quelldaten ändern würden, also ich das Textfile durch ein anderes ersetzen würde, könnte ich über den Refresh-Button die Daten aktualisieren und dementsprechend würden auch die Daten hier in das Excel-Worksheet neu geladen werden. Was würde eigentlich passieren, wenn ich dieses Excel-Worksheet komplett aus Excel löschen würde? Das würde zunächst einmal nicht gehen, weil mindestens ein Worksheet hier enthalten sein müsste. Also legen wir einfach ein zweites Sheet an, gehen zurück auf das Sheet 1 und löschen dies mit Klick auf die rechte Maustaste Delete. Was dann übrig bleibt, ist das eine neu angelegte Blatt von eben und wir würden sehen, dass in der Query and Connections Übersicht die Tabelle Sales Data Electronics jetzt mit Connection Only gekennzeichnet ist. Das würde also bedeuten, die Datenverbindung ist nach wie vor intakt, aber die Daten wären zurzeit nirgendwo in Excel gespeichert, weder auf dem Excel Worksheet, in Excel selber, noch im Power Pivot Datenmodell. Mit einem Rechtsklick auf die Datenquelle habe ich jederzeit die Möglichkeit, in den Power Query Manager über Edit zurückzugehen und die Arbeitsschritte entsprechend anzupassen. Und ich habe die Möglichkeit, über die Auswahl Load to zurückzugehen in unser Dialogfenster Import Data, indem ich die Datenlagerung entsprechend anpassen kann. Wollte ich jetzt die Daten anders als zuvor in Power Pivot abspeichern, so würde ich Connection Only angeklickt lassen und zusätzlich die Checkbox Add this data to the data model auswählen. Mit OK bestätigen werden die Daten erneut geladen und sind jetzt nicht sichtbar im Excel Worksheet, aber sie sind sichtbar in Power Pivot im Datenmodell.
Über Power Pivot kann ich über den kleinen grünen Cube Manage verzweigen in die Power Pivot Ansicht und dort würde ich die Tabelle Table Sales Data Electronics sehen. Ich kann jetzt die Power Pivot Ansicht wieder schließen und in einem zweiten Schritt würden wir jetzt auch noch die Produktdaten entsprechend dem Power Pivot Modell hinzufügen. Das machen wir wieder über die Schaltfläche Data in der Hauptnavigation, wählen diesmal direkt From Text CSV aus und wählen das Produktdatenfile hier aus. Beenden mit der Import-Taste. Jetzt öffnet sich wieder das Vorschaufenster, das wir entsprechend wieder vergrößern können. Wir würden wieder die File Origin mit 1250 Central European bestätigen. Der Overview würde angepasst werden und über Transform Data würden wir in den Power Query Manager verzweigen. Jetzt sehen wir, dass bereits die zweite Tabelle Product Data zur Verfügung steht und auch hier ist die erste Zeile der Rohdatentabelle entsprechend interpretiert und mit den entsprechenden Datentypen versehen worden. Zunächst überprüfen wir wieder die Datentypen, die den einzelnen Spalteninhalten zugewiesen worden sind, auf ihre Richtigkeit und Passgenauigkeit. Fangen wir an mit der Product ID als Ganzzahl interpretiert, was richtig ist, gefolgt von einigen Textfeldern, Category, Subcategory, Name und Product Number, die das EL-Präfix in der Nummer enthält, somit auch ein Text ist, gefolgt von Standard Cost und List Price als Dezimalzahlen. Dann haben wir die RAM-Size, die als Ganzzahl in Gigabyte definiert ist. Die Display-Size ist wieder eine Dezimalzahl, gefolgt von Storage in Gigabytes und Camera Megapixel als Ganzzahlen. Dann den Accessoire-Typ als Text und zuletzt das Operating System ebenfalls als Text. Also, ich bin zufrieden. Wir können, glaube ich, entsprechend die Datenspeicherung vornehmen und sagen wieder Close and Load, wählen Close and Load to aus und speichern diesmal direkt ins Power Pivot Datenmodell, also Connection Only und Add to this Data Model. Wir bestätigen mit OK. So, dann wird auch hier das Laden ins Data Model vorgenommen und wir können uns das Ergebnis anschauen unter dem Menüpunkt Power Pivot und den grünen Cube auswählen. Manage wechselt ins Power Pivot Datenmodell. Hier sind jetzt beide Tabs angelegt. Ja, und auch wie schon in unserem Power Pivot Exkurs wissen wir, was jetzt zu tun ist. Wir ändern die Ansicht vom Data View in den Diagram View und springen hiermit in das Entity Relationship Diagramm, in die Beziehungsansicht, vergrößern die Fenster, sodass wir alle Attribute der einzelnen Tabellen sehen können. Und wir wissen, dass die Produktdatentabelle mit der Sales-Datentabelle über die Product ID miteinander verbunden ist. Die Product ID stellt in der Produktdatentabelle den Primärschlüssel dar und in der Sales-Data-Tabelle den Fremdschlüssel. Wir ziehen also die Product ID aus der Produktdatentabelle in die Sales-Tabelle, lassen los und automatisch wird die 1-Stern-Verbindung angelegt. Das heißt, die 1 nochmal bedeutet, dass in der Produktdatentabelle jede Zeile eindeutig durch die Produkt-ID identifiziert ist und in der Umsatztabelle natürlich möglich, dass die Produkte mehrfach auftauchen. Das wird durch den Stern entsprechend gekennzeichnet. Ja, wechseln wir zurück in den Data View. Von hier aus könnten wir jetzt unsere Analyse anstoßen, unsere Pivot-Analyse über Pivot Table und würden zurück zu Excel geführt werden, könnten hier auf einem neuen Worksheet die Auswertung starten auf Basis der verbundenen Tabellen im Datenmodell. Was in der Pivot-Tabellenanalyse direkt auffällt, ist, dass beide Tabellen, sowohl die Produktdatentabelle als auch die Sales-Data-Tabelle, zur Auswahl der
einzelnen Tabellenfeld zur Verfügung steht. Anders als wenn die Quelldaten direkt im Excel Worksheet liegen, ist bei der Anlage externer Daten dem Icon eine kleine rote Datenbank, ein rotes Datenbanksymbol hinzugefügt, was darauf hindeutet, dass die Daten extern lagern. Aber so denn kann ich jetzt wieder alle Elemente der jeweiligen Tabellen miteinander in einer Auswertung kombinieren. Ja, Power Pivot ermöglicht mir hier riesige Datenmengen in Excel zu analysieren. Die sind, wie gesagt, in der Vertipack Engine komprimiert abgelegt und somit ist auch die Analyse millionenschwerer Daten hier problemlos möglich. Ja, damit wollen wir jetzt das Power Query Modul beschließen. Ihr habt jetzt die 3 zentralen Bausteine von Excel 365 kennengelernt, nämlich die Excel Workbook Engine, die Power Pivot Engine und Power Query. Das Zusammenwirken dieser 3 Elemente kennengelernt und ihr solltet jetzt selbstständig entscheiden können, welche Kombination dieser Elemente für euer eigenes Modell am effizientesten ist. Ja, von hier aus werden wir jetzt wieder zurück in die Excel Workbook Engine gehen und dort verschiedene Funktionen und Arbeitsweisen für die Modellierung in Excel vertiefen. Habt herzlichen Dank für euer Interesse. Wenn euch die Inhalte gefallen haben, ihr einige Insights mitnehmen konntet, dann hinterlasst doch gerne einen Like, abonniert unseren Kanal und wann immer ihr keine Zeit findet für eure Analysen, dann nehmt doch einfach mit uns Kontakt auf per E-Mail oder über die Kommentarfunktion und tretet mit uns in Verbindung. Wir helfen jederzeit gerne. Bis dahin und bis zum nächsten Video. Habt herzlichen Dank. Tschüss.